Es gibt Institutionen, die fallen können. Und dann gibt es die, bei denen das System selbst zusammenbrechen müsste, damit sie es tun. Die Deutsche Bank gehört nicht zur ersten Gruppe. Und genau das sollte dich misstrauisch machen. Das ist der Grund, warum diese Geschichte überhaupt existiert. Dieser Unterschied entscheidet darüber, wer Konsequenzen spürt und wer nicht. Die meisten Menschen merken das erst dann, wenn es längst zu spät ist, etwas daran zu ändern. Die Deutsche Bank gehört zur zweiten Kategorie. Und genau das macht sie gefährlich. Sie hat 2 Weltkriege überlebt. Nicht als Zuschauer, sondern als Teil eines Systems, das daran verdient hat. Sie hat eine Hyperinflation überstanden, in der Geld innerhalb von Tagen bedeutungslos wurde. Sie hat eine Weltwirtschaftskrise überlebt, die ganze Länder wirtschaftlich zerstört hat. In der Zeit des Nationalsozialismus war die Deutsche Bank an Finanzierungen beteiligt, die auch das Regime unterstützten. Die Teilung Deutschlands. Die Finanzkrise von 2008, an deren Entstehung sie beteiligt war. Mehr als 20 Milliarden Dollar an Strafzahlungen in weniger als 2 Jahrzehnten. Und trotzdem hat nichts davon gereicht, um dieses System wirklich zu stoppen. Die Bank sah sich Vorwürfen der Geldwäsche in einem international weitreichenden Ausmaß gegenüber. Es gab Anschuldigungen bezüglich Zins, Devisenmanipulation und Steuerhinterziehung sowie der Beihilfe zu Delikten, die nicht in Finanzberichten stehen, sondern in Geschichtsbüchern. Und genau das ist der Punkt, an dem diese Geschichte beginnt, unangenehm zu werden, weil nichts davon gereicht hat, sie zu stoppen. Und trotzdem steht sie heute noch da, dieselbe Bank. Nicht geschwächt, nicht verschwunden, sondern immer noch Teil desselben Systems. Als wäre nichts davon jemals wirklich passiert oder als hätte es nie ausgereicht, um etwas zu beenden. Derselbe Name, dieselben Türme in Frankfurt, die in den Himmel ragen wie ein Denkmal für etwas, das man noch nicht ganz begriffen hat. Man könnte glauben, dass all diese Ereignisse Spuren hinterlassen müssten, die sichtbar bleiben. Brüche, Risse, irgendetwas, das zeigt, dass hier einmal etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Aber genau das fehlt. Und genau das ist der Moment, in dem Zweifel beginnen sollten. Und vielleicht ist genau dieses Fehlen das eigentliche Signal. Nicht das, was passiert ist, sondern das, was scheinbar keine Konsequenz hatte. Wenn du ehrlich bist, würdest du das als Stärke sehen oder als Beweis dafür, dass dieses System niemanden wirklich fallen lässt? Wie macht man das? Und noch wichtiger, warum lässt man es zu? Und vielleicht ist die beunruhigendere Frage nicht, wie, sondern warum es immer wieder funktioniert. Glaubst du, so etwas passiert bewusst oder ist es genau das Gegenteil? Wie überlebt eine einzige Institution alles, wirklich alles und steht am Ende trotzdem noch? Es geht hier nicht um Buchhaltung, auch nicht um Kapitalquoten oder Regulierungsrahmen. Das ist eine Frage über Macht, darüber, wie sie entsteht, wie sie sich selbst erhält und was sie bereit ist dafür zu tun. Was sie getan hat, was sie immer wieder getan hat, durch jede Epoche, unter jedem System, neben jeder Flagge. Um das zu verstehen, musst du zurückgehen zu einem Moment, in dem noch niemand wusste, was daraus entstehen würde. Sie beginnt an einem Punkt, an dem noch niemand ahnte, welche Konsequenzen diese Idee einmal haben würde. Nicht in den Handelssälen von New York oder London. Sie beginnt in einem Deutschland, das es so noch gar nicht gegeben hatte. In einem Moment des Aufbruchs, der gleichzeitig von Gier getrieben war. Und mit einer Idee, die auf dem Papier vernünftig klingt und in der Praxis gefährlicher war als alles, was nach ihr kam. Das Deutsche Reich hat gerade aufgehört, eine Idee zu sein und angefangen, ein Land zu werden. Bismarck hat Frankreich geschlagen. Die deutschen Fürstentümer sind geeint und plötzlich steht da eine neue Großmacht mitten in Europa. Jung, hungrig, entschlossen und absolut sicher, dass die Welt ihr gehören sollte. Es ist die Phase, in der sich Macht neu verteilt und in der diejenigen gewinnen, die schneller verstehen, was sich verändert. Nicht unbedingt die Stärksten, sondern die, die bereit sind, früher zu handeln als alle anderen. Und genau hier entsteht eine Denkweise, die später immer wieder auftauchen wird. Wer zu spät kommt, verliert nicht nur Chancen, er verschwindet. In Berlin sitzen Bankiers zusammen und stellen sich eine Frage, die einfach klingt und es nicht ist. Wer kontrolliert eigentlich den Welthandel? Und wenn du diese Kontrolle hättest, würdest du sie jemals freiwillig abgeben? Es ist eine dieser Fragen, die harmlos klingt, bis man versteht, was wirklich dahinter steht. Die Antwort ist eindeutig: Großbritannien. Das britische Pfund ist die Leitwährung der Welt. Britische Banken wickeln Transaktionen ab, die nichts mit Großbritannien zu tun haben, Geschäfte zwischen deutschen Kaufleuten und osmanischen Händlern, zwischen brasilianischen Plantagenbesitzern und amerikanischen Investoren, zwischen indischen Textilfabriken und europäischen Modehäusern. All das läuft über London. All das kostet britische Gebühren. All das unterliegt britischen Konditionen und britischen Zinsen und britischen Regeln. Die Gründer der Deutschen Bank wollen das ändern. Ihr Gründungsstatut, dieses nüchterne juristische Dokument, das wie eine Verwaltungssatzung klingt, ist in Wirklichkeit eine Kampfansage. Die neue Bank soll den deutschen Außenhandel stärken. Sie soll die Abhängigkeit von London brechen.
Sie soll das Pfund Sterling dort herausfordern, wo es am verwundbarsten ist im internationalen Warenverkehr, in den Wachstumsmärkten, in den Regionen, die noch keine Seite für sich gewonnen hat. Das ist keine Finanzinstitution. Das ist ein geopolitisches Projekt in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft. Und genau in diesem Moment hört sie auf, nur eine Bank zu sein. Und genau dieser Gedanke, diese Grundüberzeugung, dass diese Bank kein neutrales Werkzeug ist, sondern ein Instrument der Macht, genau diese DNA wird sich durch die nächsten 150 Jahre dieser Geschichte ziehen. Durch gute Zeiten und durch katastrophale. Durch Demokratie und Diktatur. Durch Epochen, in denen diese Überzeugung wie Stärke aussah und durch Momente, in denen sie wie Schuld aussah. Wie unübersehbare, dokumentierte, nicht wegzuedende Schuld. Was zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1870 niemand ahnte, diese Idee würde die Bank eines Tages in eine Komplizenschaft führen, für die es keine saubere Sprache gibt. Was jetzt folgt, sieht aus wie eine Erfolgsgeschichte. Aber genau hier beginnt das Muster, das sich später immer wieder wiederholen wird. Fast zu glatt, fast zu linear, fast zu sehr das, was sich die Gründer vorgestellt hatten. Die Bank übernimmt die Finanzierung der Bagdadbahn, ein Projekt, das in den Schulbüchern als Infrastrukturvorhaben beschrieben wird und das in Wirklichkeit ein Machtprojekt ist. Eine Eisenbahnlinie von Istanbul durch Anatolien bis in die Provinzen des heutigen Irak und Kuwait. Wer diese Linie kontrolliert, kontrolliert nicht nur die Handelsrouten zwischen Europa und dem Persischen Golf, sondern den Zugang zu einer Region, die später über die Energie der gesamten Welt entscheiden wird. Wer den Handel kontrolliert, kontrolliert die Region. Wer die Region kontrolliert, sitzt am Öl, bevor irgendjemand begriffen hat, dass Öl das ist, worauf alles ankommen wird. Und genau hier stellt sich die Frage, die später alles verändern wird. Die Deutsche Bank begreift das früher als die meisten. Und genau hier beginnt sich ein Muster zu zeigen. Und genau dieser Vorsprung wird später zum entscheidenden Vorteil. Sie folgt dem deutschen Kapital nach Südamerika, nach Ostasien, nach Ostafrika. Und mit jedem neuen Standort wächst nicht nur ihr Einfluss, sondern auch ihr Risiko. Sie eröffnet Niederlassungen in Ländern, in denen die deutsche Flagge noch gar nicht weht. Manchmal kommt die Flagge erst danach. Das Modell ist simpel und effektiv. Kapital geht vor. Einfluss folgt. Politik kommt später. Bis 1914 hat die Deutsche Bank ein Netz gesponnen, das über Kontinente reicht. Ihr Name hat Gewicht in Handelsstädten, die von Berlin aus tausende Kilometer entfernt sind. Ihre Beteiligungen erstrecken sich über Industrien, Rohstoffe, Infrastruktur. Im August 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus und innerhalb weniger Wochen fällt alles auseinander, was über Jahrzehnte aufgebaut worden war. 40 Jahre Aufbau, ausgelöscht in einem Tempo, das niemand kontrollieren konnte. Auslandsaktiva in Frankreich, Großbritannien, Russland und den Vereinigten Staaten werden eingefroren und verschwinden innerhalb kürzester Zeit, beschlagnahmt, für immer verloren. Filialen in Feindstaaten werden geschlossen. Handelsrouten, die die Bank jahrzehntelang finanziert hatte, werden zu Frontlinien, durch die keine Kreditlinie mehr fließen kann. Innerhalb weniger Monate verschwindet das gesamte internationale Fundament, auf dem diese Bank aufgebaut war. Und plötzlich steht alles wieder auf Null. Deutschland verliert den Krieg. Und mit ihm verliert die Bank alles, was sie außerhalb seiner Grenzen aufgebaut hatte. Für eine Institution, die auf globalem Einfluss gebaut war, hätte das Ende sein können. Es war keins. Und wie die Deutsche Bank diese Zerstörung überstand, sagt mehr über ihr Wesen aus als jeder Jahresbericht ihrer Gründungszeit. Denn an diesem Punkt hätte die Geschichte enden können. Für viele andere tat sie das auch. Banken verschwanden, Namen verschwanden, Netzwerke zerfielen und wurden nie wieder aufgebaut. Aber hier passiert etwas anderes. Kein spektakulärer Wiederaufstieg, kein plötzlicher Erfolg, sondern etwas Unsichtbareres. Ein langsames Zurückfinden in eine Position, die man eigentlich verloren hatte. Doch das war nur ein Teil der Geschichte. Die Weimarer Republik ist kein freundlicher Ort. Das ist eine höfliche Beschreibung einer Zeit, die alles andere als höflich war. Hyperinflation 1923. Ein Brot kostet Milliarden Mark. Menschen tragen Geld in Schubkarren zur Bäckerei, weil Koffer nicht groß genug sind. Die Ersparnisse eines ganzen Lebens werden über Nacht zu wertlosem Papier. Eine gesamte Generation verliert das, was sie aufgebaut hatte, und sucht verzweifelt nach Schuldigen. Und genau in solchen Momenten entstehen Entscheidungen, die später alles verändern. Sie findet sie. Falsche meistens. Aber sie findet sie. Die Bank überlebt dieses Chaos. Und genau das verändert, was als normal gilt, und bestätigt ihre Logik. Nicht unbeschadet, aber stabil genug, um weiterzumachen. Nicht elegant, nicht ohne Verluste, aber sie navigiert. Und dann, 1929, macht sie etwas, das ungewöhnlich klingt für eine Institution in einer Welt, die zusammenbricht. Sie wird größer.
Die Fusion mit der Diskonto-Gesellschaft, dem zweitgrößten deutschen Kreditinstitut, schafft auf einen Schlag die dominierende Privatbank des Landes. In einer Zeit, in der kleinere Banken pleite gehen, in der Unternehmen kollabieren, in der Länder ihre Schulden nicht mehr bedienen können, wählt die Deutsche Bank Expansion. Das ist keine Panikreaktion. Das ist eine bewusste Strategie, und genau dieses Verhalten wird später noch eine viel größere Rolle spielen. Wer zu groß ist, um zu fallen, wird nicht fallen. Und genau dieses Prinzip beginnt, alles andere zu verdrängen. Und genau das verändert, wie Entscheidungen getroffen werden. Wer systemrelevant ist, wird gerettet. Wer das Rückgrat einer Wirtschaft finanziert, kann von dieser Wirtschaft nicht fallen gelassen werden, ohne dass die Wirtschaft selbst fällt. Das ist die Logik, die hinter diesem Schritt steckt. Und es ist eine Logik, die funktioniert. Nicht immer, nicht für alle. Aber für diese Bank hat sie immer wieder funktioniert. 3 Jahre später kommt ein 1933. und diese Logik bekommt eine neue, dunklere Dimension. Ein 1933 verändert alles. Und die entscheidende Frage ist nicht, was passiert ist, sondern wie schnell die Bank darauf reagiert hat. Was macht die mächtigste Privatbank Deutschlands in diesem Moment? Sie wartet nicht ab, sie beobachtet nicht, sie analysiert nicht wochenlang die politische Lage und kommt dann zu einem vorsichtigen Schluss. Sie handelt sofort, ohne zu zögern. Und genau diese Geschwindigkeit ist der entscheidende Punkt. Nicht zögernd, nicht unter Druck, sondern mit einer Klarheit, die mehr sagt als jede spätere Erklärung. Und in eine Richtung, die keine Zweideutigkeit zulässt. Jüdische Vorstandsmitglieder werden entlassen. Nicht auf direkten Befehl der neuen Reichsregierung, das wäre eine Erklärung, die zumindest den Druck von außen benennen würde. Es passiert intern, freiwillig. Die Bank trifft diese Entscheidung aus eigenem Antrieb, bevor irgendjemand sie offiziell dazu zwingt. Oskar Wassermann, Vorstandssprecher der Bank und einer der fähigsten deutschen Bankiers seiner Generation, wird gedrängt zurückzutreten. Er hat die Bank durch Krieg, Inflation und Weltwirtschaftskrise geführt. Er hat bewiesen, was er kann. Das spielt keine Rolle mehr. Georg Solmsen, ein weiteres jüdisches Vorstandsmitglied, schreibt im Frühjahr 1933 einen Brief an den Aufsichtsratsvorsitzenden. Ein Brief, der Jahrzehnte später in einem Archiv gefunden wird und der so klar ist, dass man ihn zweimal lesen muss, um zu glauben, dass er wirklich geschrieben wurde. Solmsen schreibt, er ahne, was kommen werde. Nicht nur für ihn persönlich, für alle Menschen seiner Herkunft in Deutschland. Er bittet, höflich, ohne Vorwurf, fast entschuldigend, um irgendein Zeichen der Solidarität, um irgendein Wort, das zeigt, dass die Kollegen verstehen, was gerade passiert. Er bekommt keine Antwort, nicht einmal ein leeres Versprechen, nicht einmal eine Lüge, die ihn hätte beruhigen können. Die Bank liest den Brief, legt ihn beiseite und entscheidet sich, nichts zu tun. Und jetzt sei ehrlich, dies wirft Fragen nach der Rolle der Bank in diesen historischen Ereignissen auf. War es Opportunismus oder eine Form der Beteiligung? Was würdest du an dieser Stelle tun, wirklich? Man muss bei diesem Moment eine Weile bleiben. Nicht wegen dem, was danach kam, so grauenhaft es auch war, sondern wegen dem, was dieser Moment über die grundlegende Logik dieser Institution verrät. Eine Bank, die stark genug war, einen Weltkrieg zu überstehen. Und gerade deshalb hätte sie eine andere Entscheidung treffen können. Die intelligent genug war, eine Hyperinflation zu navigieren. Die mächtig genug war, eine Weltwirtschaftskrise als Chance zur Expansion zu nutzen. Diese Bank entscheidet im Frühjahr 1933, dass Anpassung wichtiger ist als Haltung, dass Nähe zur neuen Macht wichtiger ist als Loyalität gegenüber den Menschen, die ihr jahrelang gedient hatten. Das ist keine Feigheit im üblichen Sinne, das ist eine Philosophie. Eine Überzeugung, die tiefer sitzt als einzelne Entscheidungen. Die Überzeugung, dass diese Bank über den Systemen steht, durch die sie hindurchgeht, dass sie jedem Regime nützlich sein kann und deshalb von jedem Regime gebraucht wird. Aber das erklärt noch nicht alles. Denn was hier sichtbar wird, ist nicht nur eine Entscheidung in einem bestimmten historischen Moment, es ist ein Muster, eine Art, auf Macht zu reagieren, die nicht an Ideologien gebunden ist. Es geht nicht darum, wer regiert, es geht darum, wer bleibt. Und genau dieser Unterschied wird in den folgenden Jahren eine Rolle spielen, die weit über das hinausgeht, was man in diesem Moment erkennen kann. Was in den folgenden Jahren geschieht, lässt sich nicht in neutrale Sprache kleiden. Der Versuch wäre selbst eine Form der Komplizenschaft. Die Deutsche Bank war Teil eines Bankenkonsortiums, das Finanzierungen für das Industriewerk Auschwitz-Monowitz bereitstellte. Nicht indirekt, nicht im Hintergrund, sondern aktiv und nachweisbar. Das Industriewerk der IG Farben auf dem Gelände des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz. Ein Bankenkonsortium stellt die Kredite bereit. Die Deutsche Bank führt dieses Konsortium an. Das ist keine Anschuldigung aus dem politischen Raum. Es ist keine Interpretation engagierter Historiker. Es ist eine dokumentierte, belegbare, von der Bank selbst nach jahrzehntelangem Schweigen eingeräumte Tatsache, die 1999 in einem Untersuchungsbericht festgehalten wurde.
Die Menschen, die dort arbeiten, sind keine Arbeiter. Sie sind Häftlinge, Zwangsarbeiter. Sie haben keine Wahl, ob sie kommen, sie haben kaum eine Chance zu überleben. Die Sterblichkeitsrate in Monowitz ist hoch. Die Kreditlinie der Bank läuft weiter, ununterbrochen. Parallel dazu ist die Deutsche Bank maßgeblich am sogenannten Arisierungsprozess beteiligt. Im Zuge des sogenannten Arisierungsprozesses war die Deutsche Bank bei der Übernahme jüdischer Unternehmen involviert, die keine echten Angebote sind, weil der Verkäufer keine echte Wahl hat. Die Deutsche Bank ist dabei. Sie kauft, sie verwaltet, sie profitiert. Kann man so etwas später einfach als Teil der Geschichte einordnen oder bleibt es immer Teil dessen, was diese Institution ist? In den 1990er Jahren, als eine unabhängige Historikerkommission die Archive der Bank durchsucht, ist das Ausmaß der Verstrickung so groß, dass die Aufarbeitung Jahre dauert. Die Formulierungen in den offiziellen Erklärungen sind vorsichtig, zurückhaltend, als würde eine Institution zum ersten Mal lernen müssen, wie man über Schuld spricht, für die sie keine eingeübte Sprache hat. Und genau hier beginnt der eigentliche Wendepunkt dieser Geschichte. Nicht, weil dieses Kapitel danach endet, sondern weil es die Frage aufwirft, die sich durch alles andere zieht. War das ein Ausnahmefall, eine Reaktion auf extreme historische Umstände, die sich so nie wiederholen würden? Oder war es der deutlichste Ausdruck von etwas, das in dieser Bank immer vorhanden war und das nach 1945 einfach andere Formen annahm? Mai. Deutschland kapituliert. Die Alliierten übernehmen die Kontrolle. Die Deutsche Bank wird aufgelöst, zerschlagen in 10 regionale Nachfolgeinstitute ohne gemeinsamen Namen, ohne gemeinsame Führung. Der Name Deutsche Bank soll verschwinden. Das soll das Ende sein. 10 Jahre später ist die Deutsche Bank wieder da. Als hätte es nie einen echten Bruch gegeben. Als hätte es nie einen Punkt gegeben, an dem sie wirklich verschwunden war. Als vollständig wiederhergestellte Institution mit demselben Namen, mit weitgehend denselben Netzwerken, mit vielen Menschen, die auch in den Jahren davor dort gearbeitet hatten. 1957 fusionieren die regionalen Nachfolgeinstitute. Die Zentrale zieht nach Frankfurt. Und als wäre nichts gewesen, steht die Deutsche Bank wieder, diesmal als unbestrittene Nummer 1. Die Entnazifizierungsverfahren gegen leitende Banker verlaufen milde. Manche werden eingestellt, manche enden folgenlos. Hermann Josef Abs, einer der zentralen Männer der Deutschen Bank während der NS-Zeit, kommt ohne ernsthafte Konsequenzen durch. Wenige Jahre später sitzt er in 41 Aufsichtsräten gleichzeitig und verhandelt im Namen der Bundesrepublik die Londoner Schuldenabkommen von 1953, jenen Vertrag, der Deutschland von einem erheblichen Teil seiner Kriegsschulden befreit. Ein Mann, der das Dritte Reich mitfinanziert hatte, verhandelt für die neue Demokratie. Alle Beteiligten lassen es geschehen, weil er nützlich ist. Das ist nicht die Geschichte eines Einzelnen. Das ist die Geschichte eines Systems, das sich selbst repariert. Das verstanden hat, dass Kontinuität mächtiger ist als Rechenschaft, was zu diesem Zeitpunkt fast niemand laut ausspricht. Diese Bank hat in den Trümmern von 1945 eine Lektion gelernt, die sie sich für alle kommenden Jahrzehnte merken wird. Konsequenzen sind für Institutionen dieser Größe immer verhandelbar. Immer. Solange man unentbehrlich ist. Solange man Verbindungen hält, die niemand sonst halten kann. Die Bundesrepublik wächst. Das Wirtschaftswunder entfaltet sich. Die Bank hält Anteile an Daimler, an Siemens, an Bayer, an Bosch. Ihre Vorstandsmitglieder sitzen in den Aufsichtsräten der größten deutschen Unternehmen und umgekehrt. Ein Geflecht aus Abhängigkeiten so dicht, dass man nicht mehr unterscheiden kann, wo die Bank aufhört und die deutsche Industrie anfängt. Sie ist nicht einfach eine Bank mehr, sie ist das Herzstück einer Volkswirtschaft. Und niemand redet laut darüber, weil niemand es wirklich benennen will, doch das war nur ein Teil der Geschichte. Was als nächstes kommt, ist der Moment, in dem diese Bank beschließt, dass Deutschland zu klein ist, dass die Welt auf sie wartet und dass Größe keine Grenzen kennt. Dieser Gedanke wird sie fast zerstören. Alfred Herrhausen war kein typischer Bankier. Das war das Problem. Er passte nicht in ein System, das davon lebte, dass niemand herausstach. Die meisten Männer, die in den 80er Jahren die Deutsche Bank führten, verstanden ihre Rolle sehr genau. Man verwaltete, man bewahrte, man pflegte die Netzwerke, die über Jahrzehnte gewachsen waren, und sorgte dafür, dass das System, das die Bank so mächtig gemacht hatte, sich weiter selbst reproduzierte. Vorsicht war eine Tugend, Auffallen war eine Schwäche. Herrhausen fiel auf. Und genau das machte ihn gefährlich für das System, in dem er arbeitete. Er sprach öffentlich über Dinge, über die Bankiers nicht sprachen. Er forderte Schuldenerlass für Entwicklungsländer, eine Position, die direkt gegen die wirtschaftlichen Interessen seiner eigenen Institution ging. Er kritisierte den Internationalen Währungsfonds. Er sagte in Interviews, dass die globale Finanzordnung grundlegend ungerecht sei und dass Banken wie die Deutsche Bank Verantwortung trügen, die über Quartalsgewinne hinausging. Das waren keine populären Ansichten in den Vorstandsetagen Frankfurts.
Aber Herrhausen hatte noch eine andere Vision, die weniger idealistisch war und deshalb vielleicht noch mehr aufschreckte. Er wollte die Deutsche Bank in eine echte globale Institution verwandeln. Nicht eine große deutsche Bank mit Auslandsfilialen. Einen echten Weltakteur, der mit den amerikanischen Investmentbanken auf Augenhöhe konkurrieren konnte. Wall Street hatte in den 80er Jahren die Spielregeln des globalen Kapitalismus neu geschrieben. Herrhausen wollte, dass die Deutsche Bank dabei war, nicht als Zuschauer, sondern als Mitgestalter. Er initiierte die Übernahme der britischen Morgan Grenfell. Ein erster Schritt, ein Signal. Was als nächstes geplant war, wäre noch größer gewesen. Am 30. November 1989, 3 Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer, in einem Moment, in dem ganz Deutschland mit sich selbst beschäftigt war, wird Alfred Herrhausen in Bad Homburg getötet. Sein gepanzerter Dienstwagen fährt morgens durch eine ruhige Wohnstraße. Eine Sprengvorrichtung, ausgelöst durch eine Lichtschranke, trifft das Fahrzeug mit einer Präzision, die Experten noch Jahre später beschäftigen wird. Herrhausen stirbt wenig später. Und mit ihm verschwindet eine Richtung, die vielleicht zu gefährlich geworden war. Die Rote Armee-Fraktion bekennt sich, der Anschlag wird als RAF-Attentat in die Geschichte eingehen. Aber die Fragen, die Sicherheitsexperten und Journalisten in den folgenden Jahren stellen, verstummen nie ganz. Die Lichtschrankentechnik war für eine Gruppe, die zu diesem Zeitpunkt erheblich geschwächt war, ungewöhnlich aufwendig. Wer hatte das Wissen? Wer hatte das Interesse? Die Akten bleiben bis heute nicht vollständig aufgeklärt. Was sicher ist, mit Herrhausen stirbt eine bestimmte Vorstellung davon, was die Deutsche Bank sein könnte. Die unbequeme, die selbstkritische, die international ambitionierte Version dieser Institution. Was danach kommt, ist etwas anderes. Die 90er Jahre beginnen für die Deutsche Bank mit einem Deutschland im Wandel. Die Wiedervereinigung verändert alles, die Politik, die Wirtschaft, die Identität des Landes, und die Bank passt sich an, wie sie es immer getan hat. Aber diesmal geht die Anpassung in eine neue Richtung. Rolf Breuer, der neue starke Mann an der Spitze, treibt voran, was Herrhausen begonnen hatte, nur ohne den idealistischen Unterton. Die Deutsche Bank kauft sich in die globalen Finanzmärkte ein, massiv, entschlossen, mit einer Geschwindigkeit, die manche interne Stimmen beunruhigt, aber niemand laut sagt. Die Übernahme der amerikanischen Bankers Trust für knapp 10 Milliarden Dollar folgt. Eine der größten Bankakquisitionen der Geschichte bis zu diesem Zeitpunkt. Auf einen Schlag hat die Deutsche Bank eine bedeutende Präsenz auf dem amerikanischen Markt, Händler in New York, Zugang zu Produkten, die in Frankfurt noch niemand richtig versteht. Den Fuß in der Tür zu der Welt, die den globalen Finanzmarkt der nächsten 10 Jahre dominieren wird. Das Investmentbanking, was zu diesem Zeitpunkt niemand in der Führungsebene laut ausspricht, Bankers Trust hat eine Geschichte. Geldwäschevorwürfe, Betrug gegenüber Firmenkunden, regulatorische Strafen. Die Bank, die man kauft, bringt nicht nur Mitarbeiter und Marktanteile mit, sie bringt eine Kultur. Und Kulturen sind hartnäckiger als Bilanzen, vor allem dann, wenn sie Erfolg versprechen. In den frühen 2000er Jahren beginnt etwas, das gefährlicher ist als jeder einzelne Skandal. Die Bank verliert nicht die Kontrolle, sie verliert das Gefühl dafür, wo die Grenze liegt. Und genau hier beginnt das Problem. Das Londoner Investment-Banking-Geschäft wächst, die New Yorker Niederlassung wächst, die Handelsergebnisse steigen, die Bonuszahlungen steigen noch schneller. Und irgendwann stellt niemand mehr die Frage, woher das alles eigentlich kommt. Es gibt Händler in der Deutschen Bank, die in einem einzigen Jahr mehr verdienen als ein Vorstandsmitglied in 10. Und genau hier kippt das Gleichgewicht. Und genau hier beginnt sich etwas zu verschieben. Das ist keine Übertreibung. Das ist die Realität des Investmentbankings in dieser Ära und die Deutsche Bank ist mittendrin. Aber hinter den glänzenden Zahlen entsteht etwas, das schwerer zu sehen ist. Eine Lücke zwischen dem, was die Bank nach außen darstellt und dem, was intern tatsächlich passiert. Und je größer diese Lücke wird, desto schwieriger wird es, sie überhaupt noch zu erkennen. Von außen wirkt alles stabil, erfolgreich, kontrolliert. Aber genau das ist die Illusion. Intern beginnt sich etwas zu verändern. Nicht plötzlich, eher schleichend. Entscheidungen werden nicht mehr danach bewertet, ob sie richtig sind, sondern ob sie funktionieren. Und solange sie funktionieren, stellt niemand Fragen. Und genau in diesem Moment merkt noch niemand, wie gefährlich diese Entwicklung wirklich ist. Zwischen der Sprache der Verantwortung, die in Geschäftsberichten steht, und den Entscheidungen, die in Handelssälen getroffen werden. Risiken verschwinden in Strukturen, die so komplex sind, dass sie kaum noch jemand vollständig durchschaut. Auch die Regulatoren nicht. Produkte werden entwickelt und verkauft, deren tatsächliches Risikoprofil die Käufer nicht kennen. Manche Entscheidungen werden getroffen, nicht weil sie der Bank langfristig nützen, sondern weil sie die Jahresboni des laufenden Jahres sichern. Und dann kommt 2008. Der Moment, in dem das gesamte System beginnt zu kippen. Die Finanzkrise trifft die Welt wie ein Erdbeben, das alle Seismologen vorhergesagt hatten und auf das trotzdem niemand vorbereitet war. Lehman Brothers kollabiert. Der amerikanische Immobilienmarkt bricht zusammen.
Banken, die sich gegenseitig für stabil gehalten hatten, entdecken, dass sie einander mit Produkten vollgeladen hatten, die niemand mehr kaufen wollte. Die Deutsche Bank übersteht das Jahr ohne staatliche Rettung. Das wird als Beweis ihrer Stärke gefeiert, als Zeichen, dass die Strategie richtig war. Was dabei nicht gesagt wird, ist das Folgende. Und genau dort beginnt der Teil der Geschichte, der selten offen erzählt wird. Die Deutsche Bank hatte in den Jahren vor der Krise aktiv dazu beigetragen, jene Strukturen zu schaffen, die das System so fragil machten. Sie hatte Hypothekenpapiere gebündelt, strukturiert und verkauft. An Pensionsfonds, an Kommunen, an andere Banken. Gleichzeitig hatten ihre eigenen Händler intern auf den Wertverlust dieser Papiere gewettet. Die Bank vertrieb Produkte, deren Wertverfall gleichzeitig intern angenommen wurde. Dies wirft die Frage auf, ob solche Praktiken ethisch vertretbar sind. Würdest du einer Institution vertrauen, die gleichzeitig daran verdient, dass du verlierst? Das ist kein Gerücht. Das ist der Inhalt interner E-Mails, die Jahre später im Rahmen amerikanischer Ermittlungen öffentlich wurden. E-Mails, in denen Mitarbeiter die Produkte, die sie gerade an Kunden verkauft hatten, mit Worten beschreiben, die in einem Geschäftsbericht nie erscheinen würden. Die Worte sind deutlich, die Bedeutung noch deutlicher. Und genau hier beginnt der eigentliche Wendepunkt, nicht das Ende eines Kapitels, sondern der Beginn von etwas, das die Bank in den folgenden Jahren immer tiefer hineinziehen wird. Die Deutsche Bank wurde mit Milliardenstrafen für ihre Rolle bei der Anpassung des globalen Referenzzinssatzes LIBOR belegt, an dem Kredite im Wert von Hunderten Billionen Dollar hängen, Hypotheken, Unternehmenskredite, Derivate. Wenn dieser Zinssatz manipuliert wird, werden die Kosten dieser Manipulation von Millionen Menschen getragen, die nie davon erfahren haben. Menschen, die für ihren Hauskredit mehr bezahlen, weil ein Händler in London einen Messaging-Dienst genutzt hat, um sich mit Kollegen zu koordinieren. Die internen Chats sind so direkt, dass sie kaum zu ignorieren sind. Händler bitten Kollegen, den Satz in eine bestimmte Richtung zu bewegen. Kollegen antworten, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Manchmal danken sie sich gegenseitig. Ein Netzwerk aus persönlichen Absprachen, das sich über Jahre aufgebaut hatte, in einer Institution, die nach außen Seriosität verkörperte. Aber das ist nur die Oberfläche. Ein Wort macht dann Karriere in den Finanzmedien: Spiegeltransaktionen. Was dahinter steckt, ist eigentlich erschreckend simpel und genau das macht es so gefährlich, weil es gleichzeitig so effektiv ist. Russische Kunden kauften über die Moskauer Niederlassung der Deutschen Bank russische Aktien in Rubel. Fast zeitgleich verkaufte eine andere Einheit derselben Bank in London dieselben Aktien in US-Dollar. Dasselbe Wertpapier, 2 Transaktionen, 2 Währungen, 2 Standorte. Das Ergebnis, sogenannte Spiegeltransaktionen, ermöglichten die Überführung von Rubelgeldern in Dollar nach London, deren Herkunft bis heute Fragen aufwirft. Und bis heute ist nicht vollständig klar, woher dieses Geld wirklich kam oder wem es tatsächlich gehörte. Das ist die Summe, die Ermittler rekonstruieren. 10 Milliarden Dollar, die auf diesem Weg aus Russland herausbewegt worden sein sollen. Wessen Geld es war, woher es kam, wer dahinter stand, das sind Fragen, auf die die Ermittlungen keine vollständige Antwort liefern. Aber die Struktur selbst, dieser elegante, schlichte Mechanismus der Geldverschiebung, der ist dokumentiert. Die Deutsche Bank zahlt mehr als 600 Millionen Dollar Strafe in New York und in Großbritannien. Und dann kommt ein Name ins Spiel, der die Geschichte noch einmal in eine andere Dimension verschiebt. Und dann taucht ein Name auf, der diese Geschichte in eine völlig neue Richtung lenkt. Donald Trump. Die Deutsche Bank und Trump haben eine Beziehung, die sich über mehr als 20 Jahre erstreckt. Und die so unwahrscheinlich ist, dass sie eine eigene Geschichte verdient. Eine Geschichte, die viele lieber nicht zu genau anschauen. In den 90er Jahren ist Trump in der amerikanischen Finanzwelt praktisch nicht kreditwürdig. Mehrere seiner Unternehmen sind pleite gegangen. Amerikanische Großbanken haben ihm Kredite verweigert, nicht weil sie ihn nicht kennen, sondern weil sie ihn zu gut kennen. Chase Manhattan, Citibank, sie alle haben Trump als Kreditnehmer erlebt. Sie wollen nicht mehr. Die Deutsche Bank will. Und genau das macht diese Situation so ungewöhnlich. Als wäre das Risiko kein Problem. Warum ausgerechnet sie? Das ist eine Frage, die Journalisten und Ermittler jahrelang beschäftigt hat. Die Antwort, die am plausibelsten klingt, ist keine besonders schmeichelhafte. Das Investmentbanking-Geschäft der Deutschen Bank in New York stand unter erheblichem Druck, Deals zu produzieren. Trump war groß, bekannt, medienwirksam und er wollte Geld, das niemand anderes ihm gab. Über die Jahre beläuft sich das Volumen der Kredite, die die Deutsche Bank Trump gewährt, auf mehr als 2 Milliarden Dollar. Als Trump Präsident der Vereinigten Staaten wird, hält die Deutsche Bank Kredite an den amtierenden Präsidenten in erheblicher Höhe. Eine Situation, für die es in der Geschichte der amerikanischen Demokratie kein Vorbild gibt. Der Kongress versucht, die Dokumente zu bekommen. Jahrelanger Rechtsstreit. Am Ende entscheidet der oberste Gerichtshof. Die Akten werden übergeben. Was darin steht, ist bis heute nicht vollständig öffentlich.
Wenn man die Gesamtsumme der Strafzahlungen addiert, die die Deutsche Bank seit der Jahrtausendwende geleistet hat, kommt man auf eine Zahl, die schwer vorstellbar ist. Über 20 Milliarden Dollar. In verschiedenen Verfahren, in verschiedenen Ländern für verschiedene Vergehen. Und nach jeder Strafe, nach jedem Verfahren, nach jeder Schlagzeile kommt dasselbe. Eine Erklärung. Ein Versprechen der Besserung. Neue Compliance-Abteilungen. Neue Führungskräfte, die versprechen, dass es diesmal anders wird. Und dann das nächste Verfahren. Immer nach demselben Muster. Immer mit denselben Versprechen. Man muss sich fragen, was das bedeutet. Nicht im juristischen Sinne, sondern in einem tieferen. Ob die Probleme, die immer wieder auftauchen, Fehler einzelner Menschen sind oder Ausdruck von etwas Strukturellem. Etwas, das mit dem zusammenhängt, was diese Bank ist und was sie immer gewesen ist. Eric Ben-Azi war Risikoanalyst bei der Deutschen Bank in New York. Er fand, was er für erhebliche Bilanzunregelmäßigkeiten hielt, Derivatpositionen, die seiner Ansicht nach das tatsächliche Risiko der Bank während der Finanzkrise verschleierten. Er meldete das intern. Es passierte nichts, er wandte sich an die amerikanische Börsenaufsichtsbehörde. Er verlor seinen Job und plötzlich stand er allein gegen etwas, das viel größer war als er selbst. Die Behörde verhängte danach eine Strafe in erheblicher Höhe gegen die Deutsche Bank. Ben-Azi hatte als Hinweisgeber Anspruch auf einen Teil dieser Summe. Er lehnte ab, öffentlich, mit einer Begründung, die man sich merken sollte. Er sagte, er wolle kein Geld annehmen aus einem System, in dem die Führungskräfte, die für das Fehlverhalten verantwortlich waren, keine persönlichen Konsequenzen trügen, während Steuerzahler und Aktionäre die Strafen finanzierten. Seine Worte verschwanden im Nachrichtenstrom, die Bank machte weiter. Die Deutsche Bank des Jahres 2024 ist kleiner, vorsichtiger, zumindest nach außen. Das Investmentbanking wurde zurückgebaut, Geschäftsbereiche wurden abgewickelt, der Aktienkurs hat einen Großteil seines Wertes verloren. Und trotzdem existiert sie. Nicht, weil sie gesund ist, sondern weil eine Bank dieser Größe mit diesem Netzwerk, mit diesen Verbindungen in die deutsche Wirtschaft und die europäische Finanzarchitektur nicht einfach verschwinden kann, weil die Kosten ihres Scheiterns für zu viele andere zu groß wären. Das ist dieselbe Logik, die 1929 zur Fusion führte, dieselbe, die 1945 die Wiedergeburt ermöglichte, dieselbe, die nach jeder Krise, nach jedem Skandal als unsichtbares Schutzschild wirkt, zu groß, um zu fallen. Zu vernetzt, um zu verschwinden. Zu systemrelevant, um wirklich zur Rechenschaft gezogen zu werden. Das ist das unsichtbare System, das dem Titel dieser Geschichte seinen Namen gibt. Kein Komplott, keine geheime Schaltstelle, sondern etwas Nüchterneres und deshalb Beunruhigenderes, eine Logik, die sich selbst reproduziert und genau deshalb so schwer zu stoppen ist. Eine Struktur, die keine böse Absicht braucht, um Konsequenzen zu vermeiden. Die nur groß genug sein muss, nur vernetzt genug, nur unentbehrlich genug. Es gibt einen Brief, der nicht weit genug bekannt ist. Georg Solmsen schrieb ihn im Frühjahr 1933. Er bat um Solidarität. Er ahnte, was kommen würde. Er bekam keine Antwort. Niemand weiß genau, wer seinen Brief gelesen hat. Ob die Menschen, die ihn lasen, wussten, was danach geschehen würde. Vielleicht haben sie es gewusst. Vielleicht haben sie es geahnt. Vielleicht haben sie es verdrängt, weil Verdrängen einfacher war. Was man weiß, sie haben nichts getan. Und genau das hat gereicht. Und die Bank hat weitergemacht. Genau wie immer. Und genau das ist vielleicht der beunruhigendste Teil dieser Geschichte. Das ist keine Geschichte über Bösewichte. Das ist schwieriger als das. Es ist eine Geschichte über Institutionen, die lernen, in jedem System zu funktionieren. Über Strukturen, die mächtiger sind als die Menschen, die sie bevölkern. Über eine Logik, die sich durch 150 Jahre erhält, weil sie immer wieder nützlich ist für irgendjemanden in irgendeiner Form. Und genau das macht sie so schwer greifbar. Weil sie nicht wie ein klassisches Problem aussieht. Es gibt keinen klaren Moment, an dem man sagen kann, hier ist etwas endgültig schiefgelaufen. Stattdessen reiht sich eine Entscheidung an die nächste. Jede für sich erklärbar, aber zusammen etwas ganz anderes. Und die zusammen ein System ergeben, das sich jeder einfachen Bewertung entzieht. Ein System, das nicht unbedingt richtig liegen muss. Es reicht, wenn es bestehen bleibt. Die Deutsche Bank existiert noch. Nicht, weil nichts passiert ist, sondern weil nichts davon ausgereicht hat, sie zu stoppen. Also, was glaubst du wirklich? Funktioniert dieses System oder schützt es sich nur selbst? Ob das ein Zeichen ihrer Stärke ist oder ein Zeichen von etwas anderem, das ist eine Frage, auf die jeder seine eigene Antwort finden muss. Aber es ist eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man verstehen will, wie dieses System wirklich funktioniert.